Wir sind wieder auf Tour. Heute mal wieder nach Jason Burno. Wir wollen eigentlich frühstücken gehen. Schauen wir mal, ob es klappt, ob der auf hat. Ja, und auf dem Weg sind wir hier wieder an der Küste gelandet. Hier toller Felsen. Und hier sieht man dann auch noch mal die Küste. So ein kleiner Ausflugsplatz hier. Genau, und jetzt geht's weiter. So, wir sind angekommen. Und was gibt's Neues? Ein Parkplatz. Man hat einen Parkplatz hier gebaut. Hier geht's wieder rein, aber das kennt ihr ja aus dem letzten Jahr. Schrank ist auch neu, glaube ich. Müsste man mal gucken. Ja, und jetzt gehen wir mal gucken, dass wir was zu frühstücken kriegen. Die Säulen sind mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Beim letzten Mal. Für einen Ausflug immer wieder toll hier. Das Wetter spielt heute auch mit. Da ist diese Kirche. Nochmal da hinten natürlich der Leuchtturm. Ja, und hier ist jetzt unser Frühstücksrestaurant. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht satt, oder? Das ist mal ein Frühstück. Das ist eins der besten. Me too. Scheint so eine Kunstinstallation zu sein. Und was wir heute hier sehen, ist, die Kirche ist auf. Da waren wir also auch noch nie drin. Immer nur von außen reingeguckt. Jetzt gucken wir mal rein. So sieht sie jetzt von innen aus, die Kirche. Normalde bu gördükleriniz liseye ait değil. Bu bir kişisel. Hier ist denn das Land zu Ende. Und hinter uns der Leuchtturm. So, hier am Meer, also hier so unterhalb vom Leuchtturm oder Radarturm, keine Ahnung, ist ja hier auf dieser Landzunge hier, wo noch ein paar Felsen sind, habe ich hier dieses jetzt entdeckt. Das ist gemalt. Aber warum? Weiß keiner. Vielleicht ist es eine Kunstinstallation. Zebrastreifen kann es ja nicht sein. So, lang genug hier gechillt. Wir gehen zurück zum Auto und fahren zum Strand. Wobei, hier könnte man echt noch länger bleiben. Das Rote hier, das ist wohl irgend so eine Kunstinstallation. Und vorne zeige ich noch mal angeblich 2 Kuppeln, die aus Hagia Sophia sein sollen. Keine Ahnung, das waren diese wo ich gesagt habe, das sind doch Radarschüsseln. Fail. War wohl was anderes. Wir gucken noch mal. Aber eigentlich sehen die echt aus wie Radarschüsseln. Wir sehen mal. Also hier an dem Strand gibt es ein paar Muscheln. Eigentlich ist es ein Muschelstrand. Zu dem Strand wollten wir eigentlich nicht. Es ist ein anderer. Aber also ich glaube, das sieht auch 100% nach Radar aus.
Loch in der Mitte passt. Aber auf jeden Fall ist das abgemalt von der Hagia Sophia. So haben wir es jetzt gehört. Muss ich mal auf alten Bildern gucken. Da habe ich das, glaube ich, fotografiert. Und das ist die andere Radarschüssel. Die stehen dann halt eine rechts und eine links von der Kirche. Wie gesagt, das ist hier auch abgemalt aus der Hagia Sophia. Ja, wir verlassen jetzt diesen tollen Ort und ziehen in die Berge, wollte ich gerade sagen. Nee, aber auf dem Weg dahin geht es nochmal an einen Strand. So, jetzt sind wir aber am Strand, am richtigen. Das ist ein schöner Strand hier, Sandstrand und ziemlich lang, ziemlich groß. Und hier werden dann auch Liegen verteilt. Was kostet 2 Stück, 100 Lira? Ja, pro Tag 100 Lira einer, aber ich habe gesagt, wir bleiben kurz. Ja, genau. Hier bleiben wir jetzt ein bisschen. Wir sind auf dem Weg zum Celale, zum Wasserfall. Und ich habe so das Gefühl, das wird wieder so eine Aktion wie mit der Höhle. Wir fahren nämlich hier schon wieder quer durch die Berge. Und am Ende ist der Wasserfall geschlossen oder so. Ah nee, Wasserfall schließt ja nicht. Aber er hat kein Wasser. Oder sowas. Wir werden sehen. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Boah. Angekommen sind wir. Und naja, was soll ich sagen? Wir gucken mal, wo so ein bisschen mehr fällt. Das sieht jetzt nicht so doll aus. Vielleicht werden wir noch überrascht. Nee, das ist er nicht. Aber sieht auch ganz nett aus. Kommt von ganz da oben das Wasser, läuft hier runter, hier runter, hier runter und dann hier in den Bach. Schauen wir mal. Hier kommt das Wasser aus den Bergen. Fließt hier durchs Rohr und hier entsprechend weiter. Naja, der Wasserfall ist irgendwo da vorne. Und wenn hier mal so richtig das Wasser aus den Bergen kommt, dann ist hier aber alles überschwemmt. Im Übrigen, hier ist eine Leiter, die ist dafür, dass man hier in den Findekbad, also in die Haselnussplantage reinkommt. Die ist sehr steil. Also, und hier gibt es auch sehr viele Unfälle immer, dass die Leute ausrutschen, runterfallen. Das ist meist auch tödlich. Also Haselnuss sammeln hier am steilen Berg ist nicht ohne. Und hier ist die Seilbahn. Aus den Plantagen gegenüber wird das Ganze hier rübergebracht. Spannend. Ich hoffe, man kann mich hören. Der Krach ist ein bisschen laut hier. Naja, das ist jedenfalls jetzt der Wasserfall. Wir leben in die falsche Richtung gelaufen, jetzt nochmal in die andere Richtung gelaufen. Jetzt haben wir den hier gefunden. Ist ein kleiner Wasserfall. Soll eine der Top 10 Attraktionen in Ordu sein. Okay, nehmen wir mal so hin. Hier oben kann man was trinken, Chai trinken oder so, was essen. Ja. Ist schön hier. Eventuell werden wir gleich noch mal ein Stück weiterfahren. In 7 Kilometer ist noch mal ein Wasserfall. Scheint es hier in diesem Tal eine ganze Menge davon zu geben, die dann halt immer in dieser Richtung hier hoch sind. Ja, sind wir mal gespannt. Atesh kommt gerade mit den Entlein nicht klar.
sind jetzt in diesem Café und werden jetzt einen Kaffee trinken oder Chai oder irgendwas anderes. Und das ist unsere Aussicht hier. Sieht gut aus. Ja, hier unten picknicken die Leute unterhalb vom Wasserfall. Brot mitgebracht und so weiter und so fort. Ja, und hier ist so ein Blick mal hoch. Da ist so ein kleines Dorf oben. Dick, fett die Steine. Schön. Nur mal so nebenbei, das Wasser ist saukalt. Also wir fahren jetzt zu einem weiteren Wasserfall. Oh Gott, wenn wir ankommen. Oh, leise. Wieso machst du so komische Geräusche? Es ist doch so eine schöne Straße. Etwas wackelig, aber okay. Das Auto ist meiner Meinung. Oh, Guck dir mal diese Berg da an. ja. Das hat so Haare. Wie so eine Mähne. Wow, wir können eine Bergspitze sehen. Wir sind auf der gleichen Höhe. Das habe ich mir gewünscht. Hast du dir das gewünscht? Ja, auch mal hochzukommen, richtig. Warte, bist du jetzt? Ich wollte. Warte doch ganz kurz. Ui. Halten Sie an, bitte. Bitte halten Sie an, Herr Reinemann. Dankeschön. Ja, smooth. So, hier. Und im Hintergrund lief Mengewelle. Und wir wissen nicht, wo wir sind. Aber es ist schön. Die Straße ist überflutet. Hier. Ich denke schon. Ob man was gesehen hat. So, das ist jetzt mal ein Wasserfall hier. Also das geht hier runter, geht hier hoch. Alex. Boah, ist das tief. Ich sehe das nicht mal, wo das. Ich glaube, wir fahren gleich da unten lang weiter. Vorbei und dann Ja. können wir da sehen. Dann kann man das besser sehen. Aber hier oben sieht man das auch schon mal. Das ist ein Megafall. Der sieht cool aus. Da ist der Wasserfall jetzt. Ich bin eben mit der Drohne mal drüber geflogen. Hier unten ist ein Kraftwerk. Ja, da wird das Wasser gestaut, wird dann wohl auch hier Energie gewonnen. Genau, das war toll da oben. Das hat richtig, glaube ich, gut ausgesehen. Wir werden mal gucken, was die Drohnenbilder so ergeben haben. So, und jetzt geht's weiter durch die Walachei. Wir versuchen mal einen Weg nach draußen zu finden, wieder auf die Hauptstraße. Wir fahren jetzt ins Dorf.
Okay, da ist noch so ein bisschen Wasser. Siehst du da dazwischen? Kommt aus dem Gestein dazwischen raus. Aber das weiß ich nicht, ob das Ding das aufnehmen kann. Da muss es sein. Aber ich kann halt in der Kamera nichts erkennen. Alex hat da Übung. Wir werden mal danach gucken, ob das ist ja 4K, kann ich raussuchen. Okay. So, jetzt kannst du hoch.